Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich diesen Maxi-Rock hier genäht habe und das aus nur 2 Rechtecken. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr den Kanal gern kostenlos abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dem Video. Zuerst einmal müsst ihr euch vermessen. Ich habe hier mein Maßband, das lege ich mir hier oben an die Taille und lasse das runterhängen bis kurz über den Fußboden. Und das sind bei mir ungefähr 95 cm. Des Weiteren benötigt ihr noch ein Gummiband, das solltet ihr um eure Taille legen können. Das sollte nicht zu locker, aber auch nicht zu eng sein. Und meins hat hier eine Breite von 3 cm. Als Stoff verwende ich hier einen Leinen-Viskose-Mix. Ich habe mir hier meine beiden Rechtecke breit zurechtgeschnitten. Das obere Rechteck soll später der Bund sein. Hier habe ich eine Höhe von 10 cm gewählt und für die Stoffbreite halt die komplette Stoffbreite, das waren bei mir 1,40 Meter. Genau, und der Bund wird jetzt überall ringsherum versäubert, da ich einen Stoff habe, der ausfranst. Ja, das zweite Rechteck ist dann das Rockteil. Und zwar hat das hier eine Länge von 85 cm, also ich hatte ja 95 ausgemessen, minus die 10 cm vom Bund, macht 85 cm. Genau, für die Stoffbreite ist hier auch 1,40, also die gesamte Stoffbreite vom Stoff. Und genau, und dieser Stoff wird auch erstmal ringsherum versäubert. So, beide Teile sind jetzt versäubert. Den Bund habe ich mir rechts auf rechts zusammengelegt und nähe jetzt hier mit einem Gradstich mit einer Nahtzugabe von 1 cm entlang. Hier unten zwischen den beiden Klammern lasse ich eine Öffnung, wodurch ich dann später das Gummiband einfädeln werde. Das Rockteil habe ich mir jetzt auch schon rechts auf rechts zusammengelegt und genau, habe mir von oben 30 cm markiert, also bis dahin soll es geschlossen sein und ab da beginnt dann sozusagen mein Schlitz. Genau, und dort nähe ich auch entlang, auch wieder mit einem Gradstich und mit einer Nahtzugabe von 1 cm. So, wie gesagt, ich habe das Ganze hier bis zur Markierung zusammengenäht. Was ihr auch immer noch machen solltet, ist dann die Nahtzugabe auch schön auseinanderbügeln. Das sieht dann nachher einfach besser aus. Genau, und die Seiten habe ich mir jetzt auch schon zurechtgebügelt. Also um 1 cm habe ich die hier eingeklappt und diese nähe ich dann auch von der linken Seite mit einem Gradstich fest. Dann fange hier hinten an, gehe hier rüber und nähe dort zurück. So, das Taillenband ist ja auch schon zusammengenäht. Das sollte jetzt hier so aussehen, dass dort ein Loch ist. Dann legen wir das Ganze links auf links übereinander und stecken das Ganze erst einmal fest. Als nächstes möchte ich, dass die Naht des Taillenbandes auf die hintere Mitte meines Rockes trifft. Genau, hierzu habe ich die hintere Mitte des Rockes markiert und stecke die beiden Markierungen jetzt übereinander. Dabei solltet ihr aufpassen, dass also ihr habt ja dort hinten auch ein Loch, wo ihr später das Gummiband einfädeln werdet. Und beim Hochklappen sollte das Loch dann halt nach innen zeigen. Genau. Und wenn ich das habe, stecke ich den Rest des den Rest des Bundes am Rock fest und nähe auch hier mit einem Gradstich entlang mit einer Nahtzugabe von 1 cm. So, ich habe jetzt hier alles zusammengesteckt. Hier nochmal der Hinweis,
hinten am Bund. Das Loch sollte, wenn ihr es hochklappt, dann nach innen zeigen, weil sonst habt ihr dann später die Naht außen und das sieht nicht schön aus. Genau, und wie gesagt, ich nähe hier ringsherum das Ganze mit einem Gradstich zusammen. So sieht das hier an der Seite aus, da hatte ich ja auch schon besäumt. Und genau, der Bund oben ist auch schon fest genäht. Und hier klappe ich jetzt die Nahtzugabe nach unten und genau, steppe das auf den Rockteil fest. Genau, und das mache ich auch wieder mit einem Gradstich. So, die Nahtzugabe ist abgesteppt und jetzt nehme ich mir mein Gummi und fädle das in eine Sicherheitsnadel ein und ziehe das dann genau durch meinen Bund. Die beiden Enden des Gummibandes lege ich mir dann übereinander und nähe hier ein paar Mal mit einem Zickzackstich entlang. Genau. Und die offene Öffnung schließe ich dann knappkantig mit einem Gradstich und dann solltet ihr euren Rock anprobieren, schauen, ob die Länge passt oder ob ihr eventuell noch kürzen müsst. Ich habe hier meinen unteren Saum 3 cm jetzt umgebügelt und den nähe ich dann mit einer Zwillingsnadel ab. Ja, und so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Das ging super schnell und ist auch gut für Anfänger geeignet. Falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt das mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.